Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch das Rezept für diese unglaublich leckeren orangen Mandelschnecken. Als erstes bereite ich den Hefeteig zu. Dafür nehme ich zunächst 100 Gramm Butter und zerlasse sie bei niedriger Hitzezufuhr. Die zerlassene Butter verrühre ich dann mit 200 ml Milch, sodass eine lauwarme Mischung entsteht, und fülle sie in eine Rührschüssel. Zu der Milchmischung kommt jetzt noch 80 Gramm Zucker, ein Teelöffel Vanillezucker, eine Prise Salz und ein Päckchen Trockenhefe. Ich habe hier erst zu wenig Hefe genommen und später noch was zugefügt. Zum Schluss gebe ich noch ein Ei und 500 Gramm Mehl hinzu und knete die Zutaten etwa 5 Minuten, bis ein weicher, nicht mehr an der Schüssel klebender Teig entsteht. Den Teig forme ich auf der Arbeitsfläche zu einer Kugel und lasse ihn 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort gehen. Währenddessen bereite ich schon mal die Füllung vor. Dafür nehme ich 75 Gramm Butter, 200 Gramm braunen Zucker, Zimt nach Geschmack und 65 Gramm Mandeln und Haselnüsse, die ich in der Küchenmaschine fein mahle. Je nach Geschmack könnt ihr die Menge an Zimt und Nüssen auch verdoppeln. Jetzt gebe ich noch den Abrieb von einer Orange hinzu und mische die Zutaten gründlich durch. Und dann kann der Teig auch schon gefüllt und geformt werden. Wie ihr seht, hat der Teig inzwischen deutlich an Volumen zugenommen. Den Teig gebe ich nun auf eine mit Mehl bestäubte Unterlage und rolle ihn in etwa auf die Größe von 30 x 40 cm aus. Dann gebe ich die vorbereitete Orangen-Zimtfüllung darauf und verstreiche sie mit einem Spatel gleichmäßig über die gesamte Fläche. Danach falte ich die längeren Seiten zu jeweils 1/3 nach innen übereinander, sodass eine dreilagige, ungefähr 40 cm lange Teigplatte entsteht
und schneide sie in 10 etwa 2 Finger breite Streifen. Jeden Streifen teile ich nochmal längs in 3 zusammenhängende Stränge. Dabei setze ich den Schnitt etwa 1 Finger breit unter der oberen Kante an, um die Stränge nicht vollständig durchzutrennen. Aus den 3 Strängen flechte ich dann einen einfachen Zopf und rolle den Zopf von oben nach unten zusammen. Dabei entsteht dann dieses schöne Muster. Die fertigen Zimtschnecken kommen nun in eine Muffinform und müssen vor dem Backen nochmal an einem warmen Ort aufgehen, bis sich das Volumen in etwa verdoppelt hat. Nach dem zweiten Aufgehen heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Zum Bestreichen der Orangenmandelschnecken habe ich ein Eigelb mit 2 Esslöffeln Milch verquirlt. Allerdings könnt ihr sie auch nur mit Milch bestreichen, dann wird die Oberfläche beim Backen nicht so dunkel und das hübsche Muster bleibt besser sichtbar. Die Zimtschnecken backe ich nun im vorgeheizten Backofen ungefähr 20 Minuten. Da jeder Backofen etwas anders backt, können die Temperatur und Backzeit bei euch leicht von meinen Angaben abweichen. Und so sehen meine Orangenmandelschnecken nach dem Backen aus. Dadurch, dass ich zum Bestreichen auch Eigelb genommen habe, sind sie zwar etwas dunkel geworden, aber geschmeckt haben sie uns richtig gut. Die werde ich bestimmt noch öfter backen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie sie von innen aussehen. Sie sind richtig schön weich und fluffig und schmecken einfach köstlich. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!